Im Herbst 2010 hatte ich den deutschen Teil des Donauradwegs in Passau abgeschlossen und von hier starte ich in den Pfingstferien 2011 zu meiner nächsten Etappe durch Österreich. In knapp einer Woche will ich in Wien sein. Das Passauer Wetter präsentiert sich wechselhaft. Mal ist strahlender Sonnenschein, dann wieder wälzen sich dunkle Wolken. Ich verlasse die Drei-Flüsse-Stadt in Richtung Osten. Da Wetter.com keine Gewissheit darüber spendet, wie lange das trockene Wetter anhalten wird, nehme ich mir vor, anfangs möglichst große Tagesetappen zu fahren. Mein erstes Ziel heißt Linz und bis dahin sind es von Passau aus über 100 Kilometer. Ab Passau führt der Radweg auf dem linken Donauufer zunächst noch für etwa 25 Kilometer durch deutsches Gebiet. Am Turnauer Donaustrand sitzt eine Holzskulptur der Nixe Isa. Der Sage nach handelt es sich um eine Schwester der Lorelei. Derselben Sage nach haust sie unter dem Jochensteinfelsen, der heute von einer kleinen Kapelle und einer Statue des heiligen Johannes von Nepomuk gekrönt wird. Gleich nachdem man Jochenstein passiert hat, geht es über die grüne Grenze nach Österreich hinein. Hier beginnt das Mühlviertel. Seine Granit- und Gneishügel sind ein Teil der böhmischen Masse. Die Donau fließt meist in einem engen, dicht bewaldeten Tal und zweimal muss man mit kleinen Fährbooten übersetzen. An den Talhängen zeigt sich bei einzelnen Felsformationen immer wieder die typische Wollsackverwitterung. Die zweite Fähre kreuzt die Donau bei Untermühl. Oberhalb des Ortes thront auf einer Felswand das weithin sichtbare Schloss Neuhaus. Es ist Privatbesitz der Familie Plappert von Lehnherr. Östlich von Untermühl weitet sich das Donautal. Hier fließt die Donau aus dem Granitgebiet der böhmischen Masse hinaus in das Voralpenland mit dem Linzer Becken. Über die Städtchen Aschach, Feldkirchen und Ottensheim erreiche ich am späten Nachmittag schließlich Linz, die Landeshauptstadt von Oberösterreich. Mit knapp 200.000 Einwohnern ist es die drittgrößte Stadt Österreichs. Nach einem Bummel über den Marktplatz und durch die Gassen der Altstadt suche ich mir hier ein Nachtquartier. Am nächsten Morgen verlasse ich Linz auf dem linken Donauufer. Während auf der anderen Seite Hafen- und Industriegebiete grüßen, fahre ich durch die im Morgenlicht liegenden Donauauen. Auch heute will ich ein möglichst großes Stück des Radwegs zurücklegen, damit ich mehr Zeit für die Wachau habe. Schließlich wird es eine sehr lange Strecke bis zum berühmten Kloster Melk. Kurz hinter Linz lege ich zunächst 2 Zwischenstopps ein. Der erste führt mich zur Gedenkstätte des berüchtigten Konzentrationslagers Mauthausen. Im Ort selbst wurde von Künstlern ein Erinnerungspfad angelegt. Das ehemalige Lager liegt auf einer Anhöhe oberhalb des Donauufers.
Dort haben verschiedene Nationen Mahnmale und Gedenktafeln aufgestellt. Im Lager befindet sich heute eine Gedenkstätte. Sie erinnert an die etwa 200.000 Häftlinge, für die die Devise Vernichtung durch Arbeit von den Nazis ausgegeben war. 100.000 wurden ermordet oder starben an Hunger und Erschöpfung. Ein zweiter Abstecher führt mich, etwa 20 Kilometer von Mauthausen entfernt, zum Keltendorf bei Mitterkirchen. Hier wurde versucht, ein 2700 Jahre altes Dorf der Hallstattzeit in Form eines Freilichtmuseums wiedererstehen zu lassen. Man findet eine Webwerkstätte, eine Töpferei, eine Schmiedewerkstätte und ein Brotbackhaus. Eine besondere Attraktion ist der Nachbau eines Fürstinnengrabs mit Prunkwagen und anderen Grabbeigaben. Mitterkirchen liegt im Machland. Auch hier fließt die Donau durch eine Beckenlandschaft. Das ändert sich aber, sobald die Donau das Strudengau erreicht. Dort verläuft sie wiederum in einem Engtal durch das Böhmische Massiv. Ein sehr schöner Radweg ist auf der verkehrsarmen rechten Donauseite angelegt. Vorbei an Städtchen wie Metzling und Marbach erreiche ich gegen Abend über Pöchlaren die Kleinstadt Melk mit ihrem berühmten Kloster. Das Benediktinerstift Melk thront in herrlicher Lage auf einem Felsrücken über der Donau. Seine Anfänge liegen fast 1000 Jahre zurück. Und seine Geschichte ist reich an Niedergängen und Wiederaufstiegen. Es spielte eine bedeutende Rolle bei der Reform der Benediktinerklöster, die auf dem Konzil von Konstanz beschlossen wurde, und war im 17. Jahrhundert ein Zentrum der Gegenreformation. Seine heutige Gestalt geht auf den Neubau in der Barockzeit von 1701 bis 1746 zurück. Heute leben in dem Kloster etwa 20 Benediktiner. Es beherbergt außerdem das älteste Gymnasium Österreichs und ist UNESCO-Weltkulturerbe. Die Inneneinrichtung ist reich an Kunstschätzen. Besonders beeindruckend ist die Bibliothek. Auch der Innenraum der Stiftskirche St. Petrus und Paulus ist reich verziert und die Decke ist mit prächtigen Fresken ausgemalt. Sie zeigen in allegorischen Darstellungen die kämpfende und siegende Kirche. Von der Balustrade des Klosters hat man einen weiten Blick über das umliegende Donautal. Hier beginnt das bekannteste Weinbaugebiet Österreichs, die Wachau. Die ganze Landschaft wurde zusammen mit den Stiften Melk und Göttweig und der Altstadt von Krems in die Liste des UNESCO-Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen. Nachdem ich an den beiden vorherigen Tagen jeweils mehr als 100 Kilometer geradelt bin, will ich mir hier etwas mehr Zeit lassen und den Fronleichnam als Ruhetag einlegen. Stromaufwärts von Melk wechsle ich auf das linke Donauufer und stoße nach wenigen Kilometern auf das Dorf Willendorf. Berühmt wurde es durch den archäologischen Sensationsfund der Venus von Willendorf. Die vollschlanke Venus ist 25 cm groß und etwa 25.000 Jahre alt. Willendorf ist bereits umgeben von den Wachauer Weinbergen. Selbst den kleinen Dörfern merkt man den Wohlstand an, der in den letzten Jahrzehnten hier durch Weinbau und Tourismus in neuer Art Einzug gehalten hat.
Über Weißenkirchen erreiche ich am Nachmittag Dürnstein, wo ich bei hochsommerlichem Wetter im Garten des Restaurants Sänger Blondel zum Mittag esse. Anschließend besichtige ich das Stift Dürnstein, das direkt an der Donau liegt. Dann geht es noch wenige Kilometer weiter nach Krems. Da ich bei einem Winzer übernachten möchte und in der Stadt selbst alle Unterkünfte belegt sind, wechsle ich wieder auf das rechte Donauufer. Hier finde ich in Angern auf dem Weinhof Aufreiter Quartier. In Angern feiert man eine leicht verspätete Sonnenwendfeier mit Johannisfeuer. Und man hat Glück. Das angekündigte schwere Gewitter grummelt zwar bedrohlich, ich film's. bleibt aber wenige Kilometer vor Krems stehen. So können die angesammelten Holzstöße in aller Ruhe abgefackelt werden. Am nächsten Tag, dem Fronleichnam, besuche ich das Stift Göttweig. Neben Melk und Krems ist es ein weiteres Wahrzeichen der Wachau. Wie Melk ist das Stift fast 1000 Jahre alt. Die Besiedlung des Göttweiger Berges reicht aber viel weiter zurück. Wie Melk gehört das Stift zur österreichischen Benediktinerkongregation. Es können nicht alle Teile des weitläufigen Komplexes besichtigt werden. Die Hauptsehenswürdigkeiten sind die Stiftskirche und das Museum im Kaisertrakt. Das Deckenfresko der Kaiserstiege zeigt Kaiser Karl VI. Als Helios Apoll auf dem Sonnenwagen. Von der Terrasse des Stiftes hat man einen schönen Blick über die Weinbaulandschaft der Wachau. Nach Krems radle ich am Spätnachmittag. Krems hat etwa 25.000 Einwohner und ist das Zentrum der Wachau. Der die Stadt umrauschende Autoverkehr und die aufs prächtigste herausgeputzte Altstadt zeugen davon, dass es sich von Tourismus und Weinbau heute gut leben lässt. In der Kremser Altstadt werde ich von einem heftigen Gewitter überrascht. Als ich gegen Abend nach Angern zurückradle, hängen die Wolken tief über der Donau und dem Göttweiger Berg. Am nächsten Morgen ist der Himmel zwar bewölkt, aber es ist warm und sieht gar nicht nach Regen aus. Frohgemut mache ich mich an meine letzte Etappe, die mich bis nach Wien führen soll. Zunächst komme ich durch einen Uferstreifen, der durch Kraftwerke geprägt ist. Neben Wasser- und Ölkraftwerken liegt hier auch ein verhindertes Kernkraftwerk, das ursprünglich bei Zwentendorf gebaut werden sollte. Das Kraftwerk wurde 1978 durch eine Volksabstimmung mit hauchdünner Mehrheit verhindert. Heute steht auf dem Gelände eine Photovoltaikanlage. Einige Kilometer weiter erreiche ich das Städtchen Tulln. Es ist eine der ältesten Städte Österreichs und war ein wichtiger römischer Stützpunkt.
Damals war es Standort eines Reiterkastells und der römischen Donauflotte. Daran erinnert nicht nur ein römisches Museum, sondern auch eine schöne Kopie des Reiterstandbildes von Marc Aurel, der wahrscheinlich in der Nähe von Wien starb. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit in Tulln ist der Tullner Karner, eines der wichtigsten spätromanischen Bauwerke in Österreich, ja vielleicht in ganz Europa. Das Untergeschoss diente als Beinhaus, das Obergeschoss ursprünglich als Friedhofskapelle. Der Karner wurde zwischen 1242 und 1246 errichtet und zeigt die typischen Rundbögen der Romanik. Das Innere ist reich mit Fresken ausgemalt und zeigt unter anderem die heilige Katharina von Alexandria mit dem Rad und den Kampf des Erzengels Michael mit dem Drachen. Von Tulln sind es noch etwas mehr als 20 Kilometer nach Klosterneuburg. Das Wetter wird immer besser und das Radeln durch die Auwälder ist eine wahre Freude. Klosterneuburg erreiche ich um die Mittagszeit. Ich nehme hier ein Hotel und besichtige dann das berühmte Stift der Augustiner Chorherren. Die Hauptanlage ist barock, aber insgesamt ist das Stift eine bunte Mischung verschiedener Stile. Es wurde 1114 gegründet und 1133 zogen hier die Augustiner Chorherren ein. In der Barockzeit wurde mit einem aufwendigen Umbau begonnen. Dieser zog sich über mehrere Jahrzehnte hin, wurde aber nie vollendet. Das Stift verfügt über ein bedeutendes Museum, das 2006 nach aufwendigen Restaurierungsarbeiten eröffnet wurde. Man kann verschiedene Touren wählen, die unter anderem in die Schatzkammer und in die Stiftskirche führen. Damit ich meine österreichische Donautour ordnungsgemäß abschließe, radle ich am Abend dieses herrlichen Frühlingstages noch nach Wien herein. Vorbei am Europaviertel auf dem linken Donauufer gelange ich direkt in das Zentrum der Stadt. Beim Mexikoplatz mit der Kaiserjubiläumskirche verlasse ich den Uferradweg und radle auf den Stephansdom zu. Hier hat man den üblichen Rummel mit Fiakern, Melonen und Touristen. Froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, direkt in Wien zu übernachten, mache ich mich auf die Rückfahrt nach Klosterneuburg. Vorbei an der 100-Wasser-Müll-Verbrennungsanlage erreiche ich bald wieder den Donauradweg, den ich hier im nächsten Jahr wieder aufnehmen will. Dann soll es weitergehen, nach Budapest und zum Eisernen Tor.